Dann machen wir das ein bisschen leiser. So, hallo und willkommen zu Hitman 3. Also ich habe die erste Story-Mission habe ich schon gespielt. Da kommt dann auch noch ein Video dazu. Aber jetzt spielen wir erstmal die nächste. Und zwar Todesfall in der Familie. End of the line. She came home. Carlyle's lost an empire. You fall hard enough, you tend to be reminded of what truly matters. So, the end of the line. You ready for this? Are you? Who will you be without a score to settle? I guess the world's most wanted fugitive will have to do. Alexa Carlyle is dead. According to the funeral invitation, that is. So naturally, it caused quite a stir when the late matriarch turned up at the breakfast table, alive and kicking. Carlyle, wisely sensing that her number is up, has emerged from exile to tie up loose ends and secure the Carlyle legacy. She may be a monster, but you have to admire her due diligence. Carlyle descends from an ancient line of warrior aristocrats. Her great-grandfather made a killing in the Second Opium War and established an empire in shipping, railroads, and newspaper publishing. While largely unknown to the public, the family still asserts its quiet dominance over global transport and logistics, media, and technology. Most senior of the partners, Alexa Carlyle, is cold as ice, tough as nails, and sharp as a razor. Incidentally, it was her late father who first brought the three families together after the end of World War II at this very house, meaning that this gentleman is the birthplace of Providence. It began here, and it ends here. Talk about poetic. One more thing. According to our intel, Carlyle keeps a case file on the Constant. Information that may be helpful in his recapture, so don't leave the estate without it. Right. Happy hunting, 47. See you on the other side. Mission active. Dann schauen wir mal. Todesfall in der Familie. Wir haben nur ein Ziel. Und also ein Ziel, das wir ausschalten müssen, und ein anderes Ziel ist es, die Fallakte zu finden. Chilliger Anzug. In dem sehe ich mich. Da können wir ja sowieso noch nichts aussehen, hier auch nicht. Hier nehmen wir viele Münzen mit. Und hier mal Brechmittel mit. Die ICA-Pistole passt. Okay, Schwierigkeit auf Profi. Okay. Thornbridge Manor. The Carlyle family's home for countless generations. The Revenant Alexa Carlyle and her three adult children, younger brother Zachary, grandson, and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. Curiously,
Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. Vielen Dank. Einen Moment, ich mache mir hier kurz die Aufnahme aus. Das ist ein bisschen, weil gerade läuft es irgendwie nicht so flüssig. So. Ich hoffe, das bessert sich dadurch. This is a private area, sir. Phineas Whitmer, private investigator. I have an appointment with Madame Carlyle. Please wait. Mr. Whitmer is here to see Madame Carlyle. You can go right in. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator, hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. Da bin ich tatsächlich dabei. Da bin ich nicht hin. Ich hoffe, ich renne jetzt hier rüber in den Busch. Ich werde hier... Oh nee, hier ist ein Gärtner. Oh, warte. Wir haben ja... Was ist denn da? Das hat nur Ärger. Hey, who is throwing Perfekt. stuff around here? Come on! Killer. Sind da auf. Nochmal. Oh, das ist stark. Sind wir hinter ihm? Bewältigen. Das ist stark. Das ist stark. Verkleidung. Und haben alles dabei. Ich ziehe noch ein bisschen besser hier rein. Aber ich denke mal, hier wird ihn niemand finden. Also, ich ziehe noch. Ups. Also, wenn hier jemand findet, dann fresse ich Besen. Sag ich, wie es ist. Mr. Whitmer, thank God you're here. Can I take you to Madame Carlyle? Natürlich. Yes, please. If you'd follow me. Dann gehen wir einfach mal mit dir I mit, know ne? I oughtn't say anything, but I'm so relieved you're here. Everything's just so strange. Preparing for Madame's funeral, and then she turns up alive. But then the awful business with her brother Zachary, and all this security. I've never seen the place guarded like this, and I dare say I don't like it at all. Well, this is what I mean. You have to be patted down before you see Madame Carlyle inside. Oh, I could just cry. I gotta search you, sir, if you want to come through this way. Einen Moment. Noch will ich mich nicht durchsuchen lassen. Frage ist, kann ich hier irgendwo... Ich würde aber die Pistole schon gerne mitnehmen, muss ich sagen. Weil die ist immer noch so mal so ein Backup, wisst ihr? Gehen wir mal hier rein. Ganz einfaches Ding. Unauffällig. So, how Eh long und have you je. been working here? Talk later, okay? Was liegt hier? Hier haben wir eine Zeitung. Immer stark. Kann man werfen wie random? Did you get that bird shit off the front screen of my car then? Kann jemand mit einer Zeitung Sure about that? werfen? Maybe don't make absolutely sure. Lost? I'm certain. Already checked. Ist hier irgendwas? Twice, sir. Gotta keep that windscreen Ja, clean. da liegt so I ein just thought Scherz, something. glaub ich. I think I lost a button from my cuff yesterday, probably at the graveyard. Could you just pop down and have a Sure. look? For a button, sir? That's what I said, wasn't it? Right. What colour? White. Please be quick about it, okay? Can't go without my button now, can I? I'll Dann have a kann look. ich den nicht.
Excuse me. Jo, sorry. What? Please help! Help me! Oh my God! Please help me! Okay. Ja, ist doof. Das ist doof. Klares Ding. Ah, das war nicht schlau. Das war ganz und gar nicht schlau. Aber naja. Mr. Whitmer, thank God you're here. Can I take you to Madame Carlyle? Yes, please. If you'd follow me. I know I oughtn't say anything, but I'm so relieved you're here. Everything's just so strange. Preparing for Madame's funeral, and then she turns up alive. But then the awful business with her brother Zachary, and all this security. No need to I've panic. never seen the place guarded like this, and I dare say I don't like it at all. Well, this is what I mean. You have to be patted down before you see Madame Carlyle inside. Oh, I could just cry. Aber wir lassen uns nicht filzen und diesmal werde ich auch nicht den Schirr laufen. Komplett Last sein. Zeitung, die nehme ich einfach mal wieder mit, weil keine Ahnung. Vielleicht braucht man sie ja. Yo, Anne, what's up? Das ist hier. Das können wir machen. Relax, man. I said I'd get your money. It's just Billardkugel, gonna take a nice. little longer. Ich werde so Jeez, krank and how's mit that einer my Billardkugel ins Gesicht. Calm the fuck down, Anne. Safe. You know I'm good for it. I'm a Carlisle. I'm made of money. Mr. Whitmer, thank you for coming on such short Kein notice. Ding. A great tragedy has fallen upon us, and I need a quick resolution, handled with absolute discretion. Results and discretion are my speciality. Very well. Ah ja. I suppose you will want to start at the crime scene. In my experience, a thorough examination of a potential crime scene is half the job done. Good. Fernsby will take over from here. I am Mr. Fernsby, the butler. Madame Carlyle has asked me to assist you in any way possible. Mr. Whitmer, I understand that you've traveled from London. Would you care for some refreshments? Or do you prefer to go straight to Mr. Zachary's sleeping quarters? I prefer to get started. As you wish. If you'll follow me, sir. Ich follow ihm einfach. Unauffällig. Hier liegt irgendwas, was ich mitnehmen will. Ah, ein Staubwedel, okay. Den will ich doch nicht mitnehmen. I feel obliged to point out that current affairs surrounding Madame Carlyle are of a delicate nature. You may be familiar with the recent announcement of her death. You will probably learn that a staged funeral is scheduled to take place tomorrow. Madame's children were not informed until this morning that their mother was in fact not dead at all. So please bear with them if they seem affected by the rather unusual situation. Okay. I trust I do not need to remind you that there will be consequences if word gets out that Madame Carlyle is still alive. I'll consider her dead when I leave. Before you inspect the Das crime werden wir auf jeden scene, Fall. I will tell you this. Wir The consider. case concerns the death of Mr. Zachary, Madame Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. The door was locked from the inside, and a suicide letter was found in his room. However, Madame Carlyle suspects foul play and will not accept that he took his own life. I've prepared some information for you, so please do come and see me when you've finished your investigation of the crime scene. This is Mr. Zachary's room, to my right. Schauen wir hier mal A locked rein. room murder mystery, 47. I trust you'll get to the bottom of this. Da ist was. Buch heraus ist ein Geheimgang. Chillig. A hidden door. Ja. It's a secret passage. This could explain how the door was locked from the inside. Lageplan des Herrenhauses. A photocopy of the floor. Das Schlafzimmer von Zachary Carlyle, Alexa Carlyles jüngerer Bruder und Mitbewohner von Tonbridge Manor. Das Zimmer liegt auf der mittleren Etage des Herrenhauses gegenüber des Friedhofs. Plans. Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor.
Okay, und ich gehe jetzt erstmal wieder hier raus. Why don't you use your camera to scan the dead body, 47? Das mache ich. Throat markings indicate a rare, short-lived plant poison killed him. Spread shows time of death at around 10 o'clock last night. You do know your poisons, 47. Zachary was shopping for new Wellingtons last night. Not exactly what you would expect from someone suicidal. Ist das sonst noch was? Hier liegt noch was. Ah, der Abschiedsbrief. Zachary's suicide note. Ein Abschiedsbrief, der in Zachary Carlyles Schlafzimmer gefunden wurde. Er lautet wie folgt: Ich werde von schrecklichen Entscheidungen aus meiner Vergangenheit und ihren allumfassenden Folgen heimgesucht. Alexa war das Floß, das mich über Wasser hielt. Ohne sie kann ich nicht weitermachen. Lebt wohl. Unterschrieben mit Zachary. Also, a sample of handwriting. It could be relevant to compare to other samples to establish its authenticity. I believe you've done a thorough search of the crime scene, 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. Gehen zum Butler. Das ist ja... Schilder da vorne. Ist das... Oh, das... Wo ist denn der Junge? Wachmänner, das ist der Butler. Oder? Nee, ne? Wo ist denn der Junge hin? Ist der da drin? Nee. Das ist der doch nicht. Da ich nicht hin. Ah, das ist ein Sicherheitsraum oder so. Wo ist denn der Butler hin? Der stand doch gerade noch da vorne. Greetings, sir. Das ist nicht der Butler. Hä, bin ich los? Wo ist denn der Junge hin? Boy, Sam. Can't you tell me about anything exciting that you've seen? I Maybe we should get back to... Yeah. Ah ja. Die Unauffälligen. Hä, bin ich los? Wo ist denn der Butler hin? So, how long have you been working here? About a month. Da unten vielleicht. I bet he's stringing all the girls along. Ja, ich denke mal, er ist unten. Oder ist er das? Nee, das ist er auch nicht. Weird. Weird. Einfach nur weird. Excuse you? Ja, sorry. Also es gibt auch wieder viele verschiedene Verkleidungen. Could we put a pin in it? Yeah. Sorry. Wo ist denn die Treppe nach unten? Ah, da. Problem gelöst. Making you wash his car twice? Huh. Patrick's parents did not do a very good job. Mr. Guttenberg, hello. Ist dieser Yeah, listen. Butler hin? Da ist er. Junge, versteck sich aber auch ganz Mr. Fernsby? Yeah, keep it real. I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. And Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madame's family and myself as the only persons here when he died. And before you ask, no, I do not have an alibi. I was alone in my office at the time of death. Here is the material that I prepared for you. It's a list of the possible suspects and their quarters. Hopefully that will help you keep track of your findings. Please come and see me when you've solved the case, and I will take you to Madame Carlyle. Sir. Ja, was?
This is very useful information, 47. Das Schlafzimmer, in dem Rebecca Carlyle untergebracht ist. Das Zimmer liegt auf der mittleren Etage des Herrenhauses, in der Richtung des Parkplatzes. Okay. Das Büro sollte ich auch noch untersuchen, auf jeden Fall. Zum Erdgeschoss. So how does one solve a murder mystery, 47? Motive, means, and opportunity, I believe. May I suggest you ask the suspects for alibis? Or perhaps you prefer searching the manor for clues first? Ich denke mal, die Leute befragen ist, glaube ich, jetzt erstmal am wichtigsten, dass wir wenigstens ein bisschen, wenigstens ein bisschen was erfahren. Der ist... Patrick Carlyle. You know, I Can told you tell Patrick me off. where you were I'm not yesterday interested evening? in someone who bosses you around It's like that that. sneaky butler, isn't it? He ratted me out. Elaine, give us some privacy, would you? Don't tell Mother, okay? She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean, how the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. If that's all, I think I'll get back to my slow death by boredom. What did you think of Zachary? Creepy as hell. No ambition. Imagine deciding to live in a museum. You know, Father says Zachary and Alexia used to be two of a kind. He had a great future ahead of him. Then suddenly, he just gave up everything. What an idiot. Thank God Daddy chose looks and brains over pedigree when he married Mummy. I don't have to worry about the inbreeding so customary in these circles. So, is that it? Did you see anything suspicious last night? No. I reckon Zachary topped himself. I know I would have. Or perhaps Mr. Fernsby. I don't like him. He could have done it. Okay, wenn er ihn nicht mag, ist es anscheinend. Patrick Carlyle. Georgie, der Sohn von Emma und Gregory, ist des Mordes an Zachary Carlyle verdächtig. Patrick behauptet zum Zeitpunkt von Zacharys Tod bei Rosie gewesen zu sein, die zum Personal gehört. Er sagt, er habe Zachary teuflisch gruselig gefunden und dass der Tote keinerlei Ehrgeiz besessen habe. Dann fügt er hinzu, der Verstorbene habe eine vielversprechende Karriere aufgegeben, um völlig abgeschieden zu leben. Zum Abschluss mutmaßt Patrick Zachary könnte sich selbst getötet haben oder dass Mr. Fernsby es gewesen sein könnte. Anführungszeichen. Ja, der könnte es sein. Aber ich mag ihn just remembered I went for a stroll behind the greenhouse ich mag last ihn noch night. weniger. Maybe that's where it is. Ich mag ihn noch weniger als den Butler. Das ist das Problem. Now, Ja. good idea. Yes. Aber ich gehe jetzt einfach mal zum... Ja, oder kann ich... Nee, ich kann Mr. Fernsby noch nicht befragen, glaube ich. Also den Butler. Dann schaue ich einfach mal nach dem nächsten. That is the door to Rebecca's room. Ja, genau. Ist locked. Ich habe auch nichts dabei, glaube ich, um aufzunehmen. Staubwedel? Ich glaube nicht, dass ich so mit dem Staubwedel aufbekomme. Ah, hier kann man auf jeden Fall einen ausschalten. Ich glaube, das ist ja für ein Personalding. Also für eine Personalverkleidung. Oh, ich wusste, dass man die Kronleuchter runterwerfen kann. Ich wusste es einfach. Ich suche die ganze Zeit nach irgendwas, womit ich vielleicht da vorne den... Biste bringt mir auch nicht viel.
Na, irgendwas, womit man vielleicht das Schloss aufbekommt. Hello, sir. Servus. Ist sie eigentlich eine... Well? Well? Well, what did you find? Oh nein, warum? Warum? Oh bitte, ich muss jetzt nicht nochmal mit ihm reden. Bitte, ich muss nicht nochmal mit ihm reden. Ich will nicht nochmal mit ihm reden. Das hat er nachgespeichert. He could have done it. Ah, okay, oh, perfekt. Danke. Mein Spiel laggt. Wo laggt das Spiel? Ich lade noch mal kurz den Spielstand. Weiß nicht, woran das gelegen hat. Mal schauen, ob es jetzt halt immer noch He could have done it. lag ist. Nee, okay. Dann war das einfach ein Spielfehler. Hier kann ich auch jemanden ausschalten. Oh, sorry. Ermittlung abgeben. Abschließen. Nee, das will ich noch nicht. Ich renne hier die ganze Zeit an der Arme. That is the door to Rebecca's room. Ja. You faced great obstacles too, I know. Kann ich sie eigentlich befragen? How are you, sir? Nee, kann ich nicht, okay. Ich geh einfach noch einmal weiter nach oben. Excuse me, sir. Seems like you're not cleared to come through here. Sorry. Warum nicht? For centuries, the Carlyles have fought to prosper, all of us alone. Da brauche ich wahrscheinlich eine Wächter oder Leibwachen. Wo ist er? Can't you just relax? Ich gehe noch mal kurz ins Erdgeschoss. Why do you think he's here? I think solicitors are Mother's favorite kind of people. Weil ich brauche irgendwas von Was ist das für ein Raum? Achso, das ist immer noch... Ah, Emma und Gregory's Zimmer. That door leads to Emma and Gregory's room. Ah, Dietrich wäre so wichtig. Dietrich oder Brechstange oder irgendwas. Wäre so nice. I deserve love. I deserve companionship. I deserve intimacy. I deserve tenderness. Das kennt mir niemand. Why can't I just make it happen? Das ist ein ganz falscher Film. Radio einschalten. No, nee, brauche ich nicht. Wobei... Ich könnte ihn überwältigen. Und dann hier reinziehen. Das ist so ein bisschen risky. Aber ich speichere einfach. Ich speichere einfach hier. Zack. Wird gespeichert. Ist gespeichert. Dann werfe ich ein Gegenstandsgewicht. Dann war das Ding. Dann werde ich ihn einfach mal kurz. Hier beobachtet mich niemand. Genau. Weil ich kann dann immer hier hingehen und mich verkleiden. Hier nehme ich mit. Sonst, was ist hier? Achso, nee. Okay. Dann schauen wir mal. How are you today, sir? Oh, ich dachte gerade, ich darf da nicht durch. Ich dachte gerade, hä, warum sollte ich nicht durch dürfen? Bitte nicht, ich will da durch. Wo muss ich jetzt hin? Ich muss jetzt zu weiteren Angehörigen. Ich glaube, da sitzt einer, oder? Greetings, sir. Ja, was geht? Ja, aber ich glaube, ich darf da nicht rein. Oder nee, oder ist es ein Angehöriger? Ich weiß es nicht. Ja? Ist das? Nee, ich darf da nicht rein. Okay.
Hey, Ron, did Yates mention anything about the Ist Carlisle der- account? Ist der... Das ist, glaube ich, kein Angehöriger, oder? Ich bin mir aber auch echt nicht sicher. That American lawyer at the small office, did you check his travel documents? Everything's in order. Ich gehe mal runter und schaue, ob ich da noch mal welche finde. Wenn ich da jetzt auch keinen finde, dann schaue ich einfach mal im Außenbereich. Natürlich, ob da noch irgendjemand rumchillt. Ah, da ist er noch. Genau. Hier. War alles, denke ich mal, niemand. Hier geht's nach Patrick draußen. talking to Madame Carlisle's daughter. Rebecca? Ja? Yes. Oh, er hat die Falle She's insistent, that one. Er hat die She Falle kept asking all kinds of Okay. questions. Who had the other one? Zu wissen. I gave it to her. Das ist sehr, sehr gut zu wissen. You did make... Aha, da haben wir noch jemanden. Rebecca Carlisle, can you tell me about yesterday evening? We don't really see much of each other, my brothers and I. I suppose it takes our mother's funeral to bring us together, and even then, it's not like we sit on each other's laps. Now, let's see. Patrick, Gregory's son, disappeared straight after dinner. You know, I think he might be in some sort of trouble. Edward wanted to go as well, but Gregory convinced him to stay for a few drinks before they went off for a pint at the local at 9:15. I swear Gregory enjoys Edward's discomfort over staying here. I had a conference call with my New York office at 9, so I spent 3 hours on my laptop in my room and went straight to bed afterwards. I don't know about Emma. She did act a bit strange. You know, I bet she was making lists for changes needing to be done once she gets her hands on Thornbridge Manor. Quite the shock she had when Mother arrived during breakfast. Is that everything, Mr. Whitmer? No. Tell me about Zachary. Did he act strange last night? You know, now you mention it, he was a lot more chatty than usual. He wanted to know about my connections in the publishing business. Apparently, a friend of his is writing a book, which strikes me as very peculiar. I didn't think he had any friends. Is there anything else you want to ask me? Ja, ich hab so viele Fragen. Anything else you feel like mentioning? I may be wrong, but I saw Mr. Fernsby, the butler, leave Zachary's room early this afternoon. And he seemed a bit startled when he saw me in the hallway. It's probably nothing. Oh, and one more thing. Please be kind to Edward. He can only take so much. Also zwei von den, oder alle, die ich bis jetzt befragt habe, sind ein bisschen sass auf den Butler. Wenn ihr wisst, was ich meine. Maori-Paddel, warum sollte ich Maori-Paddel mitnehmen? Warum sollte ich zwei Maori-Paddel mitnehmen? Was ist das denn? Alles klar. Dann kann ich das aufmachen. Dann besser. Okay. You look tanned. I bet Mother spent the last week at her Cyprus estate. Am I right? I'm not at liberty to say, ma'am. Oh, come on. Ich habe aber, glaube ich, nur, ja, ich habe nur Brechmittel dabei. I need to know what's going Ja. on. This affects me too, you know. Okay. Naja, ich lass sie jetzt erstmal in Ruhe und werde mich hier... better surgeon. Symmetry, symmetry, Emma. Why do you buy that gossip rag? It's so vulgar. Sie ist beschäftigt. Gregory Carlisle, can you tell me where you were yesterday evening? Oh, you're wondering about my alibi, Mr. Detective. Ja, das Well, I left Thornbridge around 8:30 for a pint with Edward. I wish I hadn't. Quiz night at the inn. On the other hand, staying here with Zachary, my obnoxious sister, and the wife sporting another one of her headaches would have been a fate worse than death. The short of it, Zachary was very much alive when we left. I stayed for the last shout, and I was back here just before midnight. Is that all? Not very thorough, are you? Sie sind aber nicht sehr gründlich über die Tell me about Zachary. Zach? Huh.
Such a sad old sod. A bit heavy on the bottle. But who could blame him? Only company he had was his rare plants and mother, who travels more than she stays here. Honestly, I can't say which is the bigger bore. He's better off dead. Anything else you want to pry from my intricate intellect? Anything else you'd like to tell me? Nothing really. I'm just enjoying the show. Our perfect mother obviously fucked up, didn't she? Faking her own death. You know, she's explained nothing to us. I think she's scared to own up to her own mistake. Also, ist komisch. Ach Mann, das Spiel, das buggt manchmal so. Seht ihr, jetzt habe ich so ultra die Lags, obwohl ich eigentlich bei dem Game nie Lags habe. Und auch jetzt während dem Stream, das macht zwar schon ein bisschen was aus, aber ne? Das ist ein bisschen wack. Aber naja. Ich lade einfach nochmal dieselbe Situation, sonst so kann ich es vorhin zumindest retten. Okay. Jetzt Rechtsklicks? Hä, warum? Achso, vielleicht weil ich vorhin einmal rausgetappt bin. Das kann durchaus sein. Oh, bitte sei wieder normal. Nein, hä? Oh, wie dumm. Just keep calm. Sind ja halt Omega die Lags drin. Ich will jetzt nicht die Mission nochmal neu starten. Oh, ich muss die Mission aber neu starten. So. Starten wir eben noch einmal neu. Also wir starten jetzt nicht komplett neu. Thornbridge Manor. The Carlyle family's home for countless generations. The Revenant Alexa Carlyle and her 3 adult children, younger brother Zachary, grandson and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. Muss ich jetzt komplett rausgehen, dass mir laggt? Aber war das jetzt nur, weil ich einmal rausgetappt bin? Das ist schlimm, Alter. Sorry, aber gehe ich mal kurz zurück zum Menü. Ich glaube, man kann ja vom Hauptmenü auch laden. Also ein Spiel stimmt, deswegen.
ob es jetzt immer noch laggt oder ob sich jetzt beruhigt hat. Mal schauen. Das wäre jetzt echt komisch. Das war jetzt richtig komisch, weil das Spiel hat bei mir eigentlich noch nie gelaggt. Okay, ich habe es jetzt auch noch nicht so lang, aber trotzdem. Das lag ja nicht so richtig, es ruckelt eher, statt lag. Ja, jetzt ist alles wieder normal. Perfekt. Okay. Dann können wir jetzt auch hier nicht mehr weitermachen. Blocknot brauche nicht. Die kann man safe fahren. Ist beschäftigt. You have a way with words, Stick. Oh. What if he believes we had something to do with Zachary's death? Oh, please. Emmer Carlisle, can you tell me where you were yesterday evening? Surely I'm not a suspect. I need to account for everyone. Well, I spent the evening with my family, but I got an awful migraine and had to take to bed. Everyone can attest to that. I believe I went up when the boys sat down for a drink around 8 o'clock. Anything else you want to know? How did you feel about Zachary? I might as well be honest. His presence was always awkward. But how do you have a meaningful conversation with a man who only cares about plants? In my opinion, Alexa bears some responsibility for how this ended. She supported his self-limiting behavior by letting him live here. Is that all? Have you noticed anything else out of the ordinary? Nothing special comes to mind. Except, perhaps, I did get a feeling that Zachary was depressed, not just sad. I suppose he realized... Einen Moment, Leute. Ich mach euch mal kurz... Was ist denn? Da. Untertitel ein bisschen größer. Ich habe gerade gesehen, dass das ein bisschen zu klein ist. Okay. Dann mache ich die auch ein bisschen größer. That he had no one with Alexa gone. Even Alexa must feel the pangs of guilt over that one, letting him believe she was dead. Then again, guilt isn't her strong suit. Oh, please. He's circling us. I don't see him snooping around your sister. I bet Alexa said something. If I could be bothered, I'd be worried about your mental health, Emma. But sorry, I'm having too much fun enjoying the circus. Oh, okay, chillig. Die hat einfach gar keinen Bock mehr auf mich. Okay. Dann schaue ich jetzt nochmal, ob er jetzt endlich aufgehört hat. Ja, weird. Nicht. Ich will dich sprechen. Ich will dich sprechen. Lass mich dich sprechen. Jawohl. That's a little too close. Ja, it's a little too close. Professor Edward Carlisle, can you tell me your whereabouts for last night? Oh, yes, this dreadful business with Zachary. I stay at the local inn. You see, I prefer not to spend the night here at Thornbridge Manor. My brother Gregory came along for a nightcap. He'll never admit it, but I think he understands that I find this whole thing upsetting and wanted to provide some comfort. I believe we went to the Stag's Head around 8:30. Anything else I can do to help? Can you tell me about Zachary's behavior last night? I certainly didn't expect him to commit suicide. Sure, he was upset by Mother's supposed death. We were. But he seemed more engaged than usual. You should ask Rebecca, they had a long talk. Did you know that he hadn't left Thornbridge Manor in nearly 50 years? His plants, Mother, and the staff, all the company he had.
Did you notice anything else out of the ordinary? You mean apart from the fact that we came here to bury our mother and she shows up alive and kicking? Zachary found dead in his bed this morning? Or perhaps that the planned funeral is still taking place and I have to do the eulogy? And Mother will surely have a strong opinion on it afterwards. I can't breathe. Excuse me. Okay. Also, Mr. Ferns. Wir gehen jetzt einfach mal. Habe ich irgendjemanden nicht? Okay, ja, der. Achso, ja, stimmt, der ist auch verdächtig, weil, ja, wegen Selbstmord. Okay, aber die beiden fallen raus. Die 4 sind noch drin oder Selbstmord. Aber ich glaube nicht, dass es Selbstmord war, deswegen die 3 raus. Rebecca Carlyle. Rebecca, das jüngste Kind von Alexa Carlyle, ist Mordes an Zachary Carlyle verdächtig. Rebecca meint, Patricks letzte Nacht nach dem Essen verschwunden und könne womöglich irgendwelchen Ärger haben. Edward und Gregory sind in den örtlichen Pub gegangen, nachdem sie schon im Herrenhaus etwas getrunken hatte. Emma verhielt sich selbst seltsam, aber Rebecca weiß nicht, wie sie den Abend verbracht hat. Rebecca selbst behauptet, eine Telefonkonferenz am Laptop in ihrem Schlafzimmer gehabt zu haben, als Zachary verstarb. Rebecca ergänzt, dass Zachary gesprächiger war als sonst und sich für einen Freund nach ihren Verbindungen zu Verlagshäusern erkundigte. Zum Schluss sagt Rebecca, sie habe am Nachmittag Mr. Fernsby gesehen, wie er Zacharys Zimmer verließ. Okay. Emma Carlyle ist die Ehefrau von Gregory und Schwiegertochter von Madame Carlyle. Er ist des Mordes an Zachary Carlyle verdächtig. Sie behauptet, mit einer schrecklichen Migräne ins Bett gegangen zu sein, als Edward und Gregory letzte Nacht gegen 20 Uhr noch etwas getrunken haben. Emma sagt, Zacharys Gesellschaft sei stets unangenehm gewesen, weil er sich nur für Pflanzen interessierte. Sie sagte, sie mache Madame Carlyle zumindest teilweise für einen vergeblichen Selbstmord verantwortlich, da diese zuließ, dass Zachary zum Eigenbrötler wurde. Alles klar. Zum Schluss meinte Emma noch, sie habe nichts Ungewöhnliches gesehen, mit Ausnahme davon, dass Zachary deprimiert vom scheinbaren Tod seiner Schwester Madame Carlyle war. Okay. Patrick Carlyle. Patrick behauptet zum Zeitpunkt von Zacharys Tod bei Rosie gewesen zu sein, die zu Personal. Das haben wir alle schon durchgelesen. Vorhin Mr. Fernsby, der Butler von Dortmund Manor, ist des Todes an Zachary Carlyle verdächtig. Mr. Fernsby hat offen klargestellt. Okay, er hat kein Alibi, bla bla bla. Aber das ist eigentlich alles. Ich glaube, er war es auch nicht. Ich wage es zu bezweifeln, dass er es war. Sieht zwar ein bisschen wie ein Mörder aus, aber ich glaube, er war es nicht. Ich bin ein bisschen sass auf ihn. Ich weiß nicht warum, aber ich bin sass auf ihn. Ich muss auf jeden Fall jetzt in die anderen 2 rein. Oder die Fallakte holen. Eins von beiden. Wahrscheinlich würde mich die Fallakte am weitesten bringen. Oh, war das nicht hier? Ups. Soll ich hier rein oder ich darf hier rein? Did Alice tell you what Emma did when she arrived? What is it? She turned up and demanded to be put up in Madame Carlyle's bedroom. Weird that you head to the family after all. It is only fitting, she said. Well, Gregory would have stopped her, which was a surprise. He normally accepts his wife's outrageous behaviour without batting an eyelid. But staying in his mother's bed so soon was just a bit steep, I suppose. I saw her rearranging the photos in the sitting room, hiding Madam in the back, and then moving Montgomery to the front. She's not right in her head. Why would she do that? He died almost 50 years ago. Thank God Madam Carlyle's still alive. But he was such a gentleman. He gave me his coat and all. Rosie, you need to forget about Patrick. No good's gonna come of it. Stick to your own kind.
hier eine andere I think you are coming on a little too strong, mister. How are things coming along inside? Is everything ready for tomorrow? Rosie, tell me what you did last night. A few steps away from me, please? I spent the evening with Patrick. We met after dinner and I went home at 1 in the morning. He said he needed someone real to talk to. When he looks at you, it makes you feel like the center of the universe. Like a real princess. But now he just ignores her. Well, he's under a lot of pressure. He's an idiot. That's what he is. Rosie, you need to forget about Patrick. No good's gonna come of it. Stick to your own kind. You mean like Chris? He treated me like shit. All he wanted to do was play his stupid video games. Never any romance. I deserve romance. Did you notice anything out of the ordinary? Any strangers outside the house? No, we saw no one outside. Except Patrick's mother, Emma. We were sitting on the bench behind the greenhouse talking when she came out and we had to hide. You won't tell her about me and Patrick, will you? She'd insist Madame Carlyle fire me. I'm sure of it. Too right she will. She's always going on about how things will change once she's in charge of Thornbridge Manor. Niemand hat dich gefragt. So 41 guests will attend the funeral tomorrow. There's still a lot to see to, but we're in good time, I think. I can't deal with all this pretend funeral stuff just now. That is the door to Mr. Fernsby's office. Kann ich absehen. Aber ich... darf ich nicht tragen. Random. Oh. Rap, ich hab nix. Brechstange fehlt. Ich brauche nur eine Brechstange. Dann wären meine Probleme gelöst. Aber wo finde ich eine Brechstange? Wahrscheinlich finde ich draußen eine Brechstange. Ich gehe mal nach draußen. Ich habe wirklich das Fenster, weil ich Savage bin. Oh, also wie ich böse, genauso wie ich reingekommen bin. Hier liegt ein Apfel. Okay, was ist das? Ein Baseball. Ah, ein Schildweg. Ich brauche kein Baseball. Hier könnte eine Brechstange liegen. Mary is so upset. She's never seen a dead body before. Life can be tough sometimes. Alexa back from the dead, a make-believe funeral, a murder mystery. Oh, it's all too much. We'll all need a vacation when this is over. Zeitung, okay. Aber das juckt alles nicht. Was ist das hier? Personalspendenschlüssel. Hey, do I know you? Das blöd. Das blöd. Schade. Naja, aber egal. Ist ja nicht so schlimm. Wir können einfach laden. Auf easy. Und bitte buggt es nicht wieder. Ja. Did you notice anything out of the ordinary? Any strangers outside the house? No, we saw no one outside. Except Patrick's mother, Emma. We were sitting on the bench behind the greenhouse talking when she came out and we had to hide. You won't tell her about me and Patrick, will you? She'd insist Madame Carlyle fire me. I'm sure of it. Okay. How are things coming along inside? Is everything ready for tomorrow? Fake funeral tomorrow. That is the door to Mr. Fernsby's office. Das ist ziemlich nice. Den brauche ich. Ich mach's jetzt einfach nochmal genau so, was ich gerade gemacht habe. Einfach hier rüber. Zack, Brechstange nehmen. Und dann, ich hätte sie auch einfach ablenken können. Das war dumm, dass ich da... On top of everything, Rosie thinks she's in love with young Patrick. I mean, that's a breaking heart happening if I ever saw one. Poor thing. And that detective asked to come here. Madame Carlyle, what? Dispatch, I just heard something fishy. Nice, wichtig. Wichtig. Okay, was liegt da noch? Was ist das da? Klammmesser. Oh, Münzen sind nice. Kann man immer gebrauchen.
Beil, warum auch immer das hier liegt. Oder warum auch immer man das brauchen sollte. Aber naja. Alexa back from the dead, a make-believe funeral, a murder mystery. Oh, all too much. Don't worry, I'm sure everything will settle down soon. So 41 guests will attend the funeral tomorrow. There's still a lot to see to, but we're in good time. Mit der Brechstange. Ich glaube, die geht ja kaputt, die Brechstange. Ja. Schon gedacht. Oh nee, sie geht nicht kaputt. Oh, besser ist es. Perfekt. Ich habe mich gerade vor meinem eigenen Spiegelbild erschrocken. Ich dachte, da ist jetzt jemand. So lost. Miste. Oh. Zachary's diary. This is big. He was about to confess to the world that he and Alexa murdered their older brother Montgomery 46 years ago. And apparently, Mr. Fernsby helped make the murder look like an accident. And 47, the handwriting doesn't match the suicide letter in his room, proving he didn't write it himself. Okay. Das heißt, er hat geholfen, er hat zwar geholfen, aber er hat nicht, aber er hat ihn nicht umgebracht praktisch. Gut zu wissen. Oh, da ist er. Ja, man vom Teufel spricht. Aber ich gehe jetzt erstmal hier rüber, weil hier ist, glaube ich, das Zimmer von Rebecca. Genau. Ah, da habe ich sowieso einen Schlüssel. Okay. Noch besser. Laptop. Sofort untersucht. Sofort. I can see from the log that Rebecca was in a conference call from 9 p.m. to midnight last night. Okay. Das heißt ja praktisch, dass sie auch ein Alibi hat, oder? Oh, das ist das Geheimgang, oder? Sieht so aus. Ja. Hätte mich jetzt gewundert, wenn es keiner gewesen wäre. Hier habe ich alles. Ich will nur nichts übersehen, deswegen schaue ich nochmal mit der Vision überall rum. Ja, sonst übersehe ich immer Sachen. Hier war ich hier schon? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Christ. You really don't have a clue, do you? I'm talking about that weasel Arthur Edwards. Can we get... Fällt ja so auf. Das fällt ja so auf. Da geht auf einmal die Wand auf. Looks like we can't. All the transfers of funds and privileges I've been through have been bulletproof. He intercepted the arrangements our office worked years to put in place. That's why Don Yates should be here. He made the arrangements. He should bloody well be the one to clean up this whole mess. I don't know what to say. I'm sorry. Don't kill the messenger, Alexa. Please, continue your efforts, Mr. Ford. Okay, ja, mach das mal. Ich würde echt lieben können. Oh, okay. Okay. Das erklärt einiges. Moment. Oh no, warum? What the hell is that? Ah, das ist blöd. Das ist blöd. Ja, ist ungünstig, aber naja. Jetzt bin ich wieder hier. Achso, doch, ich hab die. Okay, ich hab das Zimmer von den wenigstens durchsucht. She should have gone with a better surgeon. Symmetry, Emma. Why do you buy that gossip rag? Geh ich nochmal hoch.
kurz ein bisschen verwirrt, aber naja. Aber man könnte den Jungen da so nice How are you today, sir? Das wäre so nice einfach. Schlüssel, zack, easy. Und hier wieder den Computer durchsuchen. Ich tippe einfach in der Luft rum. I can see from the log that Rebecca was in a conference call from 9 p.m. to midnight last night. Yeah, it's better a damn good reason for not being here in person. Christ! You really don't have a clue, do you? I'm talking about that weasel Arthur Edwards. Can we get back what he stole from me? So far, it looks like we can't. All the transfers of funds and privileges I've been through have been bulletproof. He intercepted the arrangements our office worked years to put in place. That's why Don Yates should be here. He made the arrangements. He should bloody well be the one to clean up this whole mess. I don't know what to say. I'm sorry. Don't kill the messenger, Alexa. Please, continue your efforts, Mr. Ford. Okay, danke. Bla bla bla. Wer den jetzt hat, also der geht jetzt raus. Ich muss jetzt die Münze so werfen, dass zwar er hört. Oh, er hat Chili gegessen. Okay, wartet. Moment, ich muss meine Münze wiederholen, weil die ist wichtig. So nett, dass es zwar er hört, aber nicht der da sitzt. What? Und es haben beide gehört. Ah, hier rein, zack, zack, zack. What the fuck? Ah, man, this sucks. Perfekt. Einfach hier rein. Easy. Und klein. Und als Leitlichter wieder rausgehen. Ah, okay, perfekt. Ich muss anscheinend an den Laptop. Ich muss ihn anscheinend überwältigen. Hm? Du bist jetzt überwältigt, mein Freund. Überwältigt. Bumm. Sollte am besten jemand hier reinkommen, weil das wäre ungünstig. Ist das gut, wenn ich mich als Anwalt verkleide? Mal schauen. Aber ich sehe dem sehr ähnlich. Wir haben beide eine Glatze. This all confirms that Arthur Edwards stole everything from Madame Carlyle. Perhaps you should let her know how bad it is, 47. Okay. Das mache ich gern. Aber ich werde wieder der Detektiv. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich machen kann. Oh, das war clean. Und jetzt werde ich mal kurz hier speichern, weil sonst... na? Genau. War hier. Passt. Okay. Dann ich schau mal kurz auf F1, was wir jetzt halt alles haben. Schlüssel und Schlüsselkarten, Herrenhaus, Garage, Generalschlüssel. Alle Türen, oh, das ist sehr geil. Okay. 2 von 3 Hinweise. Oder ist noch irgendwas? Okay. Noch 1 von 2 Hinweisen. Hä? Okay. Aber ich gehe jetzt, glaube ich, erstmal ins Zimmer von Gregory. Ah, chillig, es gibt nur noch 2 praktisch. Ja, dann ist es ja eigentlich klar. Oder? Das ist ja klar, dann war es sie und er hat ihr geholfen. Wie random.
dann ist es ja klar. Ich brauche noch die Fallakte. Ich muss trotzdem noch einmal kurz... Oh, wo war denn der Junge jetzt mit dieser Fallakte? Ich weiß es nicht mehr. Der stand hier irgendwo draußen auf so einem Art Balkon oder so. Da oben? Ist der Eingang hier das nicht? Das ist das Gewächshaus. Take a fuse from another fuse box? I guess we could do that. Good. But I'll fit. Ich geh mal hier rüber kurz zum Gewächshaus und schau, was hier noch so, was hier noch so gibt. Ich kann hier aber theoretisch rein, oder? Ja. Ah, okay, ja, scheiße, das reicht schon. Oh, das war blöd. Was ist, wenn ich jetzt Aren't you supposed to be doing your job? Ich dachte gerade, der hätte sich jetzt davon ablenken. Oh Mann, das wär's. Naja. Einfach neu laden. Wartet, wir haben doch noch einen Raum. Emerson Gregory's Zimmer. Wo ist denn das? Achso, warte, das steht ja dabei, oder? F1. Informationen. Emerson Gregory's Zimmer. Ich dachte mal, mittleren Etage Richtung Friedhof. Wilkinson accused of sordid affair with persons. Ah, ist das das Zimmer? Yeah, keep it real. Real. Ah, nee, das ist von dem Bro. Schloss hier aufbrechen. Achso, das nicht gehört hat. Wahrscheinlich. Da ist ja nur das Buch hier. Naja. Ich würde also auf jeden Fall nicht einmal so Gregory's Zimmer. Bin ich sicher. Did I understand correctly that I should give it to Rebecca in case of your death? Exactly. She holds the other one. I want her to have the file on Arthur Edwards if I die. Hier war ich schon. The small office. Did you check his travel documents? I vetted him thoroughly. He's good. Dann muss das Zimmer ja hier sein. Richtig. Benediktin.
Now this is interesting, 47. A letter from Emma's mother stating that Emma is the illegitimate child of Alexa's late older brother, Montgomery. And listen to this. She claims to have witnessed Alexa and Zachary murder him. The plot thickens. A keychain pendant for the greenhouse. What's that doing in Emma and Gregory's room, I wonder? And why is the key missing? I bet he's stringing all the girls along like that anyway. Listen to this, Emma. Girl Honkers in a bit of a snag. 16-year-old received 28 intimate pictures of sexual character from minister. You know you fancy my sister. Please keep your comments to yourself, Gregory. Listen, Gregory. Something's off. Flip of work is ready to you find the bloody God, not this again. Hi. Oh, hier noch die Verlagte, ne? Das ist das Letzte, was mir fehlt eigentlich. Die Verlagte ist das Letzte, was mir fehlt. Ah, she should have gone with a better surgeon. Symmetry. Ich komme in diesem Haus nicht zurecht, das ist so riesig. Also erstens ist es so riesig und zweitens ist es unübersichtlich mäßig. Naja, es geht. Oh. Ich hätte mir die Verlagte holen sollen, wo ich die Chance dazu hatte. Oh, perfekt. Das ist ja die Verlagte. Wie kriege ich den? Ich denke mal, ich kann... Hello, sir. Das ist ein bisschen tricky, weil da hinten steht einer. Ich muss mal eine Sicherheit. Huh? Hey, check that out. Affirmative. Das ist ganz schnell. Great. Schade. Crap. You must be kidding me. A weapon? Als ob das funktioniert hat. Als ob das funktioniert hat, das könnt ihr mir nicht. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Wie random. Habe ich jetzt die Verlagte gefunden? Na, er hatte sie doch, oder? Er hatte doch die Verlagte, oder? Da bin ich los.
das ist... Hä, aber... Ich konnte ihm ja nichts abnehmen. Naja. Okay, Leute. Ich werde mich jetzt für heute verabschieden. Ich habe jetzt ja ungefähr die Hälfte, würde ich sagen, von dem... Oh, weil vielleicht wahrscheinlich ein bisschen mehr von der Hälfte. Ein bisschen mehr als die Hälfte von dieser Mission gemacht. Und ich werde jetzt aufhören zu streamen. Ich habe jetzt 1,5 Stunden. Das ist ganz nice. Und dann werde ich die andere Hälfte dann nochmal streamen. Und genau. Ja. So machen wir das. Dann. Es ist zwar sowieso niemand im Chat, aber ich sag's trotzdem. Danke fürs Zuschauen. Falls jemand zugeschaut hat. Und ja. Ich meine jetzt noch kurz, bis es geladen hat. Jetzt hat. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Stream. Und bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Ciao. Ciao. Ciao.